warum lasse ich eigentlich zu, dass es so viele Menschen in meinem Leben gibt, die vielleicht mich abwerten, mich nicht mögen? Warum zieht man das manchmal so an im Leben? Vielleicht geht es darum zu erkennen, dass wir einen inneren Selbstwert finden müssen. Also dass wir diese Wertlosigkeit, die wir in uns haben, dass die sich manchmal spiegelt im Außen. Dass wir immer wieder Menschen anziehen, die uns eigentlich nicht wohlgesonnen sind, könnte man sagen. Und wir gewöhnen uns manchmal so daran, dass in unserem Umfeld so viele Menschen sind, die uns nicht gut tun und uns irgendwie auch gar nicht mögen. Und da ist so die Frage, warum? Warum sind wir eigentlich da mit diesen Menschen? Anstatt woanders zu sein, mit Menschen, die uns vielleicht lieben oder wohlgesonnen sind, wo wir uns vielleicht entfalten können oder unser Potenzial eigentlich viel mehr erforschen können und leben können. Ne? Und das kriegen wir aber nie raus, wenn wir immer versuchen, lieb und nett zu sein, sondern was wir brauchen, ist so eine freche Frage, warum tun wir uns das eigentlich an in unserem Leben? Warum gehen wir nicht in die Welt hinaus und suchen uns Menschen, die offen sind, liebevoll und wo wir merken, dass wir wie so einen positiven Vibe drumherum haben, anstatt so einen negativen. Ja. Oder einfach Menschen, die uns mögen, ja. die merken, was wir für wertvolle Menschen sind. Also wir wollen oft, dass so unser Wert gesehen wird. Aber von den Menschen, die den sowieso nicht sehen können, können wir das nicht erwarten. Aber wir müssen lernen, unseren Wert zu sehen, das, was an uns wertvoll ist, und ihn nach außen zu bringen, also ihn auch zu zeigen. Weil es nützt nichts, wenn du das Gefühl hast, du bist vielleicht innerlich schon wertvoll und es kann nur keiner sehen. Dieses wertvoll von dir will auch gelebt werden und gezeigt werden. Dann strengt man sich halt aber auch manchmal noch mehr an, halt so, man fühlt sich innerlich wertvoll und versucht es aber wie den falschen Menschen zu zeigen. Den falschen Menschen, die können damit auch nichts anfangen. Nee, die können dann auch nichts anfangen oder so. Deshalb ist das, was bei dir eigentlich wertvoll drin ist so schön, wenn du es Menschen zeigst, die den Wert schätzen können. Sehen können. Und oft ist es aber so, dass wir uns so daran gewöhnt haben, dass Menschen keinen Draht zu uns haben oder Sachen einfach abwerten, die wir vielleicht lieben oder schön finden. Aber das stimmt nicht. Es hat so viele Menschen drum. Wir haben verlernt, die richtigen Menschen zu finden oder zu schauen, wo jemand offen ist. Ich nehme gerne manchmal so das Beispiel in der Schulklasse oder in jeder Gruppe, die wir haben von Menschen. Haben wir manchmal so eine Tendenz, zu den falschen Menschen zu gehen, also zu den falschen Leuten zu gehen. Vielleicht wollen wir irgendwie in sein und gehen zu denen hin, wo wir irgendwie aber gar nicht so hinpassen. Aber oft suchen wir uns so die falschen Menschen aus. Wenn wir aber mal innehalten und einfach mal so fühlen und spüren, wenn wir in einer Gruppe von Menschen sind, wo fühlen wir uns wohl? Wo fühlen wir, dass vielleicht auch ein Interesse da ist zu dir? Und einfach eine gewisse Offenheit. Und wenn wir es lernen, in die Richtung zu gehen, zu den Menschen, die sich freuen, dass du da bist, was wäre das für ein anderes Leben? Also wir würden energetisch uns öffnen für, dass es schön ist in unserem Leben. Also dass in unserem Leben Menschen reinkommen können, die uns unterstützen. Das hat oft damit zu tun, dass wir auch abwerten. Also wir haben dieses Wertlosgefühl in uns und wir haben auch einen starken Abwertungsmechanismus. Und oft werten wir die Menschen, die uns vielleicht mögen, viel mehr ab und wollen unbedingt von denen gesehen werden, von denen, die vielleicht schön sind oder cool sind oder in unseren Augen was haben, was wir nicht haben. Und das ist aber
oft falsch. Also das stößt sich ab. Das ist Ja. nicht, da ist wieder diese Fühlintelligenz. Also das Fühlen würde sagen, vielleicht fühle ich mich irgendwo hingezogen. Aber von meiner Vorstellung her ist das vielleicht nicht gut genug. Der ist vielleicht Ja. zu klein für mich oder nicht zu schön angezogen oder keine Ahnung. Dieser Abwehrmechanismus hindert das oft Ja. oder verhindert das. Ja. Und ich glaube, das ist aber auch wahrscheinlich, weil wir das in der Familie eigentlich so gelernt haben, dass Ja, wenn wir so abgewertet werden. ja, weil ne, wir so dann- viel abgewertet worden sind, nehmen wir das als Normalität. Also wir nehmen es als normal, abgewertet zu werden von anderen Menschen. und werten dann halt auch ab. Und finden unseren Wert nicht. Und wenn wir ihn finden, tun wir ihn eigentlich bezweifeln. Ja, weil wir den Wert von anderen Menschen, wie du so schön sagst, halt einfach auch bezweifeln. Ja. Und wenn wir damit aufhören würden und mehr auf dieser energetischen oder Fühlebene uns navigieren lassen, also unseren Wert, dass der Wert in uns eigentlich viel größer wird, also dass wir uns wertvoll fühlen. Und dieses Fühlen, dieses wertvoll fühlen, das verbindet mit Menschen, die das unterstützen oder wohlwollend sind dafür. Und das fühlt sich ganz anders an, als energetisch in eine Richtung zu gehen. Man könnte sagen, man ist ein Kaktus im Rosengarten oder so. Das fühlt sich einfach komisch an. Der Kaktus muss zu den Kaktussen und die Rose, ne, muss nicht zu den Kakteen, ja. Und die Rose ist in der Wüste ganz schön alleine. Ja. Ne? Also energetisch passt das manchmal gar nicht zusammen, aber wir halten daran fest, wir wollen doch da in der Wüste sein und so. Ne? Und dabei müssen wir uns vielleicht in Bewegung setzen und die richtigen Menschen finden, deine neue Familie finden, eine Frau oder einen Mann oder eine Freundin oder einen Freund finden, die wirklich zu dir passen, also wirklich energetisch, dass sich das so anfühlt wie, hier ist gut, hier ist eine Offenheit für mich da, dass ich mein Inneres zeigen kann. Und dann ist das, dass dein Inneres wertvoll eigentlich nach außen gespiegelt wird. Und du merkst, du bist viel mehr im Einklang mit dem Leben, also wie es innen ist, eigentlich wie es außen ist. Ne? Das finde ich schön. Das ist genau die Umkehr. Also wir haben das oft so gelernt, das Außen zu beurteilen und den Wert, das, was wir am Außen sehen, zu bewerten. Und wenn wir aber gesehen werden wollen oder die richtigen Menschen treffen wollen, dann geht es nur mit den inneren Werten. Weil das sind Werte, die bleiben, die angelegt sind, die echt sind und wahr sind und die mit den äußeren Werten erstmal nichts zu tun haben. Und wenn wir nach diesen inneren Werten bei anderen suchen, genauso wie nach unseren inneren Werten navigieren, dann ist das vielleicht eine ganz andere Art von Menschen, die sich dann begegnet. Und das ist viel echter. Und das schafft dann ein Außen, wo diese gleichen Werte da sind, wo man sich versteht und sich auch noch viel mehr in seinem Wert zeigen kann und auch dieser Wert nach außen strahlen kann und leben kann. Weil das, was für dich wertvoll ist im Innern, ist nicht für alle Menschen wertvoll. Ja. Und das ist vielleicht so eine Einsicht, die wir so ganz tief verinnerlichen müssen. Das, was für dich wertvoll ist manchmal Perlen vor die Säue geschmissen, wenn es im falschen Umfeld du eigentlich rauslässt. Und dafür müssen wir das Navigieren lernen oder das Fühlen lernen, was für Menschen sind da, zu wem fühle ich mich eigentlich hingezogen oder wann möchte ich eigentlich das zeigen. Und umso mehr und umso klarer du nach dem eigentlich navigierst, umso mehr kommen Leute oder Menschen zu dir, die denselben Wert sehen, würde ich mal sagen. So. Und das, darum geht es eigentlich heute. Wir haben ja auch so einen Wert mit den Videos, die wir machen, mit der Aussage, die wir bringen. Und
manche werden abgestoßen und manche bleiben da und öffnen sich für das. Und je mehr wir hier den Wert nach vorne bringen, umso klarer fühlt man sich abgestoßen oder umso klarer fühlt man sich hingezogen zu dem. Also wenn du den Wert erkennst, fühlst du dich hingezogen zu dem oder irgendwas öffnet sich in dir für das, was wir teilen. Und in uns ist aber sowas, wir wollen alle Menschen, dass sie sehen, wie wertvoll das ist, was wir teilen. Und das wird nicht passieren, weil das ist für die Richtigen gedacht. Also energetisch bewegt sich alles so quer durcheinander und so. Und wenn wir eine Botschaft hätten für alle Menschen, wir wüssten gar nicht, was sagen, weil das geht nicht. Also es ist wie nicht möglich, alle Menschen gleichzeitig zu erreichen, ohne dass du die Botschaft sowas von verwässerst, dass du eigentlich gar nicht mehr drüber redest. So, also es wird Leute abstoßen, wenn du dich lebst, wenn du zeigst, was du erfahren hast, dass du zeigst, was du geben möchtest, wird es automatisch abstoßen und anziehen. Und wenn du das erkennst, dass das wahr ist für dich oder den Wahrheitsgehalt darin merkst, dann kann sich was in dir entspannen. Da musst du nicht so kämpfen. Also du musst nicht kämpfen mit den Leuten, die du nicht überzeugen kannst von deiner Wahrheit oder die das Schöne in dir vielleicht auch nicht wahrnehmen können und du die niemals erreichen wirst. Und vielleicht wirklich eher nach dem zu gucken, wo du klingst, wo du mitklingst oder wo du scheren kannst, wo ähnliche Werte dir begegnen. Und da hört wie so ein innerer Kampf, finde ich, manchmal auf. Ja. Wenn man das so klar sieht, aha, ich kann gar nicht mit allen Leuten, Ja, das geht gar nicht. Du gehst wie nicht andauernd in die falsche Richtung. Ja. Ne? Na, und es ist auch nicht schlimm, wenn du mit Menschen halt nicht diesen Wert findest, sondern aha, das ist dann einfach so, das passt Ja. nicht. Das ist auch nicht schlimm, das ist kein Makel oder kein Fehler, sondern Oder du musst dich nicht mehr bemühen drum. und noch netter sein. Genau, noch netter sein. Ne? Ja. Sondern immer mehr eigentlich deine Ehrlichkeit oder deinen Wert leben und wertschätzen. Und dich fragen, wenn es nicht so ist, warum du es erlaubst, dass so viele Menschen in deinem Umfeld sind, die dir eigentlich nicht wohlgesonnen sind. Und vielleicht kannst du das ändern. Schön. Ja. Wir freuen uns, dass du bis zum Ende dabei bist. Ja. Genau. Alles Liebe dir. Alles Liebe.